Hi Leute, willkommen zu Dragon Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Aber wer mich kennt, der hat wahrscheinlich schon gesehen, da ich auch schon andere Sachen schon mal ab und zu baue. Denkt dran, bei der Gelegenheit abonnieren nicht vergessen, kostet auch nichts, ne? Und die Glocke nicht, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann geht es mal heute weiter mit dem zweiten Teil von meinem gekrebsten Schild. Und zwar habe ich mir noch ein bisschen was überlegt. Ich wollte eigentlich erst wieder die ganzen Schuppen drauf machen. Aber das ist doch ziemlich viel Arbeit. Ich werde den Schild wahrscheinlich in Holzoptik machen mit dem Drachen drauf. Ja, wie gesagt, ich habe mir das ein bisschen anders überlegt, weil ich den Style mal ein bisschen ändern will. Ist jetzt nicht, dass das mit so viel Arbeit wäre, aber ich will mal ein bisschen was anderes optisch machen. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit dem Lötkolben rumgucken. Und dann fangen wir an zu pinseln. Wenn euch das ganze Thema gefällt, bleibt dran. Wir sehen uns. Ich habe hier mit dem weißen Edding noch mal ein paar Linien gezogen. Weil die Front, die will ich so ein bisschen in so Bretteroptik dann machen. Wie gesagt, ich hatte ja erst überlegt, wieder so mit den Schuppen. Aber ich muss ehrlich sein, ich will das mal mit Holz machen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich habe da noch so ein paar Ideen. Mal schauen. Wichtig ist, dass der Drache wieder drauf ist. Der Rest, der ist dann nicht ganz so wichtig. Da kann man dann mal gucken. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen, das ganze Ding zu pinseln. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt hier ein paar Pinsel drin. Jetzt weiß ich wieder nicht, welche die richtigen sind. Mal gucken, weil wir hatten ja einen, der war ja immer so irgendwie die Borsten am Verlieren. Wie gesagt, das Ganze werde ich jetzt mit Flexi-Paint pinseln. Aber halt nicht die Schuppen. Ich denke mal, der wird auch ohne die Schuppen ziemlich hübsch werden. Die Front, die erste Schicht schwarz ist jetzt drauf. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann kommt die Rückseite dran und dann machen wir das noch ein paar Schichten. So zwischen 6 und 8 meistens mache ich. Also dieselbe Dicke wie beim Latex. Und dann hält das nämlich auch vernünftig. So, dann nehmen wir uns wieder einen Kamm. In dem Fall habe ich jetzt mal 2 gemacht. Fangen wir hier unten wieder an. Hoffentlich kann man es sehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd durch die Wölbung. Wisst ihr was? Wir machen einmal den. Und dann kriegen wir das auch hier hin. Hatte ich schon immer mal vor. Das ist nämlich immer in so Biegungen. Das ist halt immer so ein bisschen blöd zu machen. Und jetzt habe ich was. So. Ja, hier bei dem Kleinen muss ich auch ein bisschen mit den Kanten. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man das in der richtigen machen will, ne? So ein bisschen schräg rein. Oh, das geht. Aber habe ich vergessen, ein bisschen die Wellenform zu machen. So, mal die ersten. Das erste Brett hätte man dann schon mal. Sieht doch wirklich gut aus. So, das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Und dann machen wir die Holzoptik auf der Rückseite auch noch. So, die Front, die ist jetzt trocken. Dann machen wir mal auf der Rückseite weiter. Das Ganze werden wir auch in Holzoptik machen.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Dann fangen wir mal an, das Ganze hier in Braun zu machen. Beziehungsweise das Holz. Das Braun ist jetzt drauf. Dann machen wir jetzt schon mal den Rand mit dem Silber. Fangen wir oben an. Hey kid. Das Schwarz, also was heißt das Schwarz? Das Braun ist jetzt relativ dunkel. Also machen wir das Ganze noch ein bisschen wieder heller. Mit dem Ockerton. Das Braun haben wir jetzt drauf. Jetzt brauche ich hier unten ein Stück Pappe. Das ist, oh ne, das kann man nicht nehmen. Ein Stück Pappe. So. Nehme ich mal meine Lieblingskupferfarbe, von der ich leider nicht mehr viel habe. Ich glaube, die kriegst du so auch ja nicht mehr. Tun wir dann, beziehungsweise nicht Kupfer, oder das Bronze. Den Ton, glaube ich, den kriegst du so gar nicht mehr. Auf jeden Fall da, wo ich ihn sonst gekauft habe. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. Gehen wir jetzt mit Silber noch so ein bisschen an ein paar Stellen mal drüber. Das war vielleicht ein bisschen viel. So, lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann machen wir auf der Rückseite weiter. Die Front ist jetzt soweit trocken. Dann machen wir jetzt mal die Rückseite. Beziehungsweise, da müssen wir noch mit Silber und mit hellem Braun. Das Dunkle habe ich schon drauf gemacht. Gehen wir erstmal mit dem helleren noch drüber, mit dem Ocker. Das Ocker ist jetzt drauf. Dann werden wir hier noch ein bisschen mit Silber über den Rand drüber gehen. Kann sein, dass er ein bisschen zu hell wird. Aber naja, mal gucken. Ein bisschen weniger hätte ich vielleicht nehmen sollen, aber hey, egal. Und glänzt halt ein bisschen mehr in der Sonne. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Wollen wir hier nochmal so ein bisschen Braun mit reinmachen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Das lasse ich natürlich auch dann nicht so trocknen, also jetzt vorm Auftragen, sonst lasse ich ja immer dann dazwischen so weit antrocknen. Diesmal will ich mal
probieren, wie das aussieht, wenn man dann nur so drüber geht. Wenn das nämlich gut aussieht, mache ich die Front vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Mal gucken, wie das dann nachher hier so aussieht, wenn ich das fertig habe. Wie gesagt, bei so Sachen kann man dann immer mal so ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn es nichts wird, macht er einfach eine Schicht schwarz drüber und macht es nochmal in einer anderen Version. Ja, sieht doch ganz gut aus. Obwohl die Front gefällt mir so. Die lassen wir. Hat fast denselben Effekt gebracht wie das jetzt mit dem Pinsel. Ja. Also macht keinen großen Unterschied, ob man jetzt mit dem Pinsel oder mit dem Schwamm drauf macht. Dann werden wir jetzt mal den matten Topcoat wieder für das Flexi-Paint drauf. Natürlich wieder dann auf beiden Seiten. Und dann mal nachher gucken, wie es dann aussieht, wenn das Ganze dann trocken ist. Der Topcoat ist jetzt drauf, Leute. Jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. Und dann machen wir die Rückseite. Der Topcoat, der müsste trocken sein. Oh, so sieht das Ganze jetzt aus. Hm? Mal gucken. Nehmen wir die Kamera. So. Schauen wir mal. Weiß jetzt nicht, ob man das so gut jetzt sehen kann. Na? So sieht das Ganze von vorne aus. Und hinten habt ihr ja schon gesehen. Na? Also ich denke mal, das ganze Ding ist auch so hübsch geworden. Ja, Leute, da haben wir das Ganze mal wieder fertig. Ich hoffe mal, das inspiriert euch ein bisschen, eure alten Schilder vielleicht auch mal wieder fit zu machen. Ist nicht gerade wenig Arbeit, aber ihr seht ja, es lohnt sich. Auch wenn man die Optik ein bisschen mal was anders macht. Also ich finde jetzt mit der Holzoptik sieht der auch richtig schick aus. Gefällt mir gut. Ja, dann hoffe ich mal, dadurch das Ganze wirklich mal wieder ein bisschen inspiriert hat. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und eine Glocke, da das ganz meine Projekte verpasst. Kann ja sein, dass das euch vielleicht auch zu dem einen oder anderen mal ein bisschen inspiriert. Ne? Viel Spaß dann beim Bauen an euren Sachen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.